Dieses Mal versuchen wir erneut Richtung Wüste Gobi zu fahren, trotzen dabei jeglichen Wetterbedingungen, durchqueren Flüsse und nehmen ganz ungewollt an einer Rallye teil. Werden wir es ohne Allrad in die Wüste Gobi schaffen? Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Hallo und Sembeno aus der Mongolei. In Karakorum haben wir einen netten Tourguide getroffen, der auch etwas Deutsch sprach und uns genau erklären konnte, wie wir es vermeiden können, 3 Tage lang Asphaltstraße zu fahren, um Richtung Wüste Gobi bzw. Flaming Cliffs zu kommen. Er meinte, die Straßen seien sehr gut und wir hatten Lust auf ein Abenteuer, also haben wir uns hingesetzt und die Route geplant, um dann am nächsten Tag aufzubrechen. Wir sind gerade dabei, das Zelt abzubauen und das ist unser Besuch. Frohen Mutes sind wir dann in der Früh aufgebrochen. Es war ja ein sehr schöner Morgen. Es kamen noch ein paar Ponys vorbei, um uns guten Morgen zu sagen. Und von Karakorum aus ging noch eine wunderschöne Asphaltstraße Richtung der Straße, die wir dann nehmen wollten. Und somit hatten wir gar nicht damit gerechnet, was noch auf uns zukommen sollte. Im Laufe des Tages hat es dann aber angefangen zu regnen und irgendwann haben diese wunderschönen Asphaltstraßen aufgehört. Jetzt kann ich auch nicht Ja, aber anhalten. das ist doch auch Quatsch hier. Oh, Andi, das gefällt mir gar nicht. Wir müssen hier durch. Weiß. Oh. Ach, Andi. Oh, jetzt bist du aufgesetzt. Aber nur vorne mit dem Stoß. Aber Myri, der macht es noch nicht so schnell wie bei dem Offroad-Workshop. Ja, stimmt. Um die Flaming Cliffs, was unser Ziel war, mit unserem Besuch Fabi noch rechtzeitig zu erreichen, wollten wir an diesem Tag unbedingt noch viel Fortschritt machen und das Wetter war wirklich schlecht und die Wege, die waren fürchterlich. Wir haben trotzdem weitergemacht und es wurde immer schlimmer. Ich habe viel Schwung genommen, um diese etwas steilen Anfahrten nach oben zu bewältigen, weil der Boden nicht so viel Haftung hatte und dabei ist uns tatsächlich auch zweimal das Heck ausgebrochen. Einmal standen wir wirklich quer auf der Fahrbahn danach. Wir waren schon ein paar Stunden unterwegs an diesem Tag und plötzlich, eigentlich hätte man es auf der Karte schon sehen können, aber plötzlich standen wir vor diesem Fluss. Und dann haben wir uns überlegt, hey, was machen wir jetzt? Also kamen wir auf die Idee, dass wir die anderen Fahrzeuge, die an diesem Tag tatsächlich zahlreich unterwegs waren, erst einmal dabei beobachten, wie sie durch diesen Fluss fahren und haben uns ein wenig an den Seitenrand, an den Straßenrand gestellt. Ja, das war eine gute Idee. Nee. Hast du runterschieben können? Und da hatten wir uns das erste Mal bei dieser Tour festgefahren. Achtung.
Also es ist schlammig, muss ich euch sagen. Es ist äußerst schlammig. Das ist doch, Aber es ist nicht von der Sorte, der sich hier reinfrisst. Also das ist schon mal gut. ist doch der Traum eines jeden kleines Kindes, oder? 4,5 Bar auf 3,5. Oder, ne, gehen sogar auf 3. Wir gehen auf 3. Wie gefällt's dir, Fabi? Gut gefällt mir. Es war ein bisschen regnerisch, aber die Landschaft ist einfach einmalig. Und nachdem ich nicht mein eigenes Haus gefährde, bin ich noch gut gelaunt. Das gleich auf der anderen Seite auch. Hast du immer noch Spaß? Ja. Nachdem die Männer ziemlich verzweifelt gebuddelt und im Matsch gespielt haben, kam irgendwann Zucker von der Jurte von nebenan vorbei und dachte sich so, hey, das kann ich mir nicht angucken. Ich helfe hier mal. Nehm die Zügel in die Hand. Wir konnten uns mit Suga mit keinem Wort verständigen, da wir leider kein Mongolisch sprechen. Aber die Kommunikation hat darüber hinaus trotzdem sehr gut geklappt. Suga hat dann irgendwann ein Offroad-taugliches Auto angehalten, das vorbeikam und hat das Ganze für uns gemanagt. Nachdem wir heldenhaft befreit wurden, war es Zeit, den Weg durch den Fluss auszukundschaften. Und hier sieht man Fabi dabei, wie er die Tiefe des Flusses prüft und schaut, wo wir am besten durchfahren können. Die Erleichterung war riesig, als wir die Flusspassage unbeschadet überstanden hatten. Und unser Gedanke war eigentlich auch schon, hey, für heute haben wir es einfach geschafft. Und hier haben wir uns dann zum zweiten Mal festgefahren, an einer Stelle, an der wir gar nicht damit gerechnet haben.
Eventuell war ich an dieser Stelle ein wenig motzig und habe mich ins Fahrerhaus verzogen, was mir die Mückenangriffe an diesem Abend ersparte. Es war wirklich frustrierend. Fabi und ich haben uns von 1000 Mücken stechen lassen. Die Stiche haben nach einer Woche noch gejuckt und es war echt zum Mäusemelken, da rauszukommen. Meine Helden. Ja, nach unseren Schlammfahrten gestern und dem mehrfachen Sandblecheinsatz haben wir heute noch mindestens 1 Stunde Spaß zu zweit. Denn diese Sandbleche sind jetzt 5-mal so schwer wie vorher. Man kann sie fast nicht mehr tragen. Und wir müssen jetzt hier den Schlamm überall rausholen. Der kann einfach nicht rausgeschlagen werden. Der klebt so übelst fest drin. Wir machen ihn erstmal ein bisschen locker und später versuchen wir die Reste durch Gewalteinwirkungen dann rauszuprügeln, wenn es getrocknet ist. Aber aktuell müssen wir es hier so. Am nächsten Morgen haben wir von der Jurte nebenan eine Einladung erhalten, der wir natürlich auch gefolgt sind. Und hier sieht man uns mit der Familie, wie wir selbstgemachte vergorene Stutenmilch, Stutenmilch-Wodka und lustige Spiele genießen. An der Stelle sorry für diese Aufnahmen. Wir haben es irgendwie wieder ein bisschen vermasselt und haben nicht gemerkt, dass wir die Zeitrafferaufnahmen hier noch in der Kamera in der Einstellung hatten. Auch hier haben wir uns wieder überhaupt nicht mit Worten unterhalten können, aber wir haben es dann doch im Laufe von einer halben Stunde ungefähr geschafft, dieses Spiel zu lernen, bei dem man wie bei Schere, Stein, Papier gegenüber seine Hand ausstreckt und je nachdem, welchen Finger man zeigt und welchen Finger der andere zeigt, einer eben gewinnt und der Verlierer muss eben ziemlich viel Alkohol trinken. Im Anschluss wurden uns noch die Pferde gezeigt, Möri durfte sie auch noch ein bisschen streicheln und es war wirklich total nett, da mal in das Leben von diesen Nomaden einzutauchen, wie sie alle gemeinsam in dieser Jurte leben, die echt ziemlich wohnelig aussah.
Abends haben wir uns dann um die Verwundeten gekümmert. Hier ist zum Beispiel ein Teil des Unterbodens locker geworden, den ich dann hochprofessionell mit einem Kabelbinder wieder fixiert habe. Also unser Stabilisator auf der linken Seite ist ausgeschaltet. Das sieht da. Spaghetti Carbonara. Aber mit Tofu anstatt Speck, weil Speck gab's nicht. Sehr schön. Lecker. Filmabend. Mit Bier, Chips und richtig lustigen koreanischen, japanischen Süßigkeiten. Mit unserem großen Heimkino-Setup. Denn ich habe jetzt heute Morgen die Lenkmanschetten nochmal neu mit Klebeband überklebt. Die sind schon nach meiner ersten Klebebandreparatur wieder von irgendwelchen kleinen Steinen hier durchschlagen worden. Und dadurch wird dann die Lenkung hier rostig und das ist ganz schlecht. Deswegen habe ich nochmal Klebeband drum gemacht. Aber ja, wir merken einfach zunehmend, dass unser Auto nicht für diese Straßen gemacht ist. Die fressen sich mit Schlamm voll. Also wir kriegen sie immer noch nicht sauber. Vielleicht morgen. Sandfläche und keine Matschbleche. Matschbleche. Nachtrag. Ich würde nicht von Reparatur sprechen, was der Andi da gemacht hat, sondern eher von einer notdürftigen Behelfslösung mit Klebeband, damit unsere Lenkmanschetten nicht so mitgenommen werden. Vielleicht hat man es auf der Kamera gehört, wie sich das hier anhört. Es ist total faszinierend. Man hört die Grillen und man hört die Mäuschen, die hier überall ihre Höhlen haben. Und es ist total schade, dass man den Geruch nicht einfangen kann, denn hier überall ist wildes Schnittlauch und es riecht total stark nach Schnittlauch. Und es gibt teilweise auch Stellen, da riecht es überall nach Thymian und überall wachsen diese wilden Kräuter und das ist ein total abgefahrener, sehr, sehr guter Geruch. Also, wir wollen heute 180 Kilometer fahren. Zum Vergleich, gestern haben wir keine 70 geschafft. Aber wir wurden heute nicht eingeladen in eine Jurte und sind etwas früher losgekommen. Und wir haben wirklich die Hoffnung, dass wir heute etwas mehr schaffen. Und da wir gestern noch eine Duschsession eingelegt haben, die wir draußen machen wollten und im Hellen, sind wir quasi auch nicht so lange gefahren. Also mal schauen, was wir heute schaffen. Das Kreative hier ist, immer den richtigen Weg zu finden. Wie man sehen kann, gibt es hier mindestens 5 oder 6 verschiedene Fahrspuren. Und die älteren Fahrspuren sind so von Wellblech durchzogen, dass man teilweise wirklich nur Schritttempo fahren kann. Und die äußeren Wege sind dann teilweise sehr gut. So wie dieser hier zum Beispiel, der ist gerade okay. Also da drüben hat es die Straße weggespült. Wir Genau wären da hier. eben beinahe im Sand hängen geblieben. Also da drüben, das ist nur noch Sand. Da vorne ist wieder sandig, oh je. Oh. Ich werde schon mal, mach den mal hochtourig hier. Warte mal, bevor wir das machen, überlegen wir uns was. Können wir es ablaufen? Ich glaube, wir können links von der Straße fahren und dann nach hinten wieder drauf. Aber jetzt wieder sandig hier. Die Straße selbst ist irgendwie zu sandig. Ja. Wir müssen hier fahren. Bitte nicht zu speedy. Ja, aber das ist super sanft. Super sanft hier. Der Sand ist hier. Versuch mal da auf Gras anzuhalten, bitte. Ja, ich fahr links. Aber da kommst du nicht hoch. Oder hier. Wie kommst du denn da hoch? Hier ist wieder gut. Hier ist wieder gut. Jetzt mach mal bitte eine Pause. Das war gerade Junge, crazy. Junge, ey. Gerade am Ende war es crazy. Ich habe gemerkt, dass wir langsamer werden. Ja, ich auch, ja. Ich habe gemerkt, wir stimmt auch gleich den Gang ab. Fuck. Wir haben dann unseren Weg bezüglich des Sandes mit der Drohne ausgescoutet, aber nicht nur der Sand sollte ein Problem werden.
Fährt bitte. Ein Rallye-Auto. Vielleicht kommt jetzt eine Rallye an uns vorbei. Ja, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Also heute ist Rallye-Tag. Scheiße reingeraten. Der Rallye-Tag, ja. Wir haben jetzt eine Strategie. Wir fliegen jetzt, oder der Fabi fliegt jetzt mit der Drohne über uns. Wir schauen, ob ein Auto kommt. Wenn ein Auto kommt, stellen wir uns irgendwo auf die Seite. Und in den nächsten 10 Kilometern sollten wir diese Bergpiste hinter uns haben und dann sollten wir eine bessere Sicht haben und den Autos auf der Ferne schon ausweichen können. Da kommen die nicht. Motorradfahrer kommen hier auch. Du hast hinten einen Stachel, aber was bist du? Neuer Tag hat begonnen und wir versuchen heute erneut zu den Flaming Cliffs zu fahren. Es sind von hier aus noch so ungefähr ausgerechnet 80 Kilometer und mal schauen, ob wir es heute schaffen. Ja, also es wird zunehmend schwieriger für unser Fahrzeug. Wir könnten heute zwischen 1,5 und 8 Stunden brauchen. Ohne Festfahren. Wir haben uns mal wieder festgefahren und ich muss sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich habe so die Schnauze voll. So, Andi und Fabi gehen da hinten gerade den Weg auskundschaften. Ich bestehe auch darauf, dass wir nochmal mit der Drohne gucken, wo es hängen muss oder wo es hingeht. Das ist der offiziell eingetragene Weg und ich bin mir auch sicher, die Einheimischen kommen hier auch mit ihren ganz normalen PKWs durch, aber die kennen das Gebiet, die wissen, wie sie fahren müssen. Den Vorteil haben wir halt einfach nicht. Hier hatten wir uns mit so richtig Schwung festgefahren. Wir sind relativ tief in matschigen Untergrund hineingefahren und ich hatte wirklich dieses Mal erstmals richtig Schiss, dass wir das Fahrzeug gar nicht rausbekommen würden, weil ich hatte schon von Fahrzeugen gehört, die tagelang festgesteckt sind und ein Bergungsteam benötigten. Ja, du bist drauf, stopp, stopp!
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stopp! Stopp! Du fährst dich fest! Yes, 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 yes. Fahr, 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 fahr. Und stopp, 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 stopp. Auto ist raus, was machst du jetzt? Jetzt suchen wir mit der Drohne den besten Weg aus dieser Scheiße raus. Denn überall ist Wasser, Matsch und wirklich, man sinkt ein, wie man wohl offensichtlich sehen kann. Hier haben wir also die Reißleine gezogen und umgedreht. Wir haben es aufgegeben, zu den Flaming Cliffs zu fahren. Das war unser zweiter Versuch und ich war wirklich enttäuscht, dass wir nach tagelangem Fahren umdrehen mussten und die Wüste Gobi wieder nicht sehen konnten. Ein paar Tage später haben wir allerdings dann auch festgestellt, dass wir von anderen Reisenden gehört haben, dass es völlig unmöglich war, dorthin zu gelangen. Irgendwie waren sehr viele Regenfälle oder Wasser aus den Bergen dafür verantwortlich, dass die Straßen völlig unbefahrbar waren und auch sehr geländegängige Fahrzeuge im Schlamm festgesteckt sind. Im Nachhinein haben wir auch festgestellt, dass wir an diesem Tag überhaupt gar keine einheimischen Autos gesehen haben und haben eben dann auch erfahren, dass die Locals an diesen Tagen nicht gefahren sind, denn es war unmöglich. Die Spur da, gell? Hier Ja, die da. Ja. Zwischen den Wasserlöchern. Ja. Und hier auch. Ja. Okay. Ruhig langsamer. Langsamer? Ja. Wir schwimmen nämlich. Wir schwimmen, ich weiß. Und hier auch wieder, ja? Diese Spur. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben gerade was sehr Cleveres gemacht. Da drüben sind wir hergekommen. Ja. Und hier Ist besser. ist besser. Da siehst du schon ein Wellblech. Wellblech ist unser Freund. Ja, aber hier ist auch gut noch. Oder? Hier ist aber auch wieder. Das sieht man von oben immer nicht, wenn der Boden so Wellen macht. Da vorne ist Nicht genau, was hier ideal ist. der rechts und dann quer rüber nach links. Der hat hier einmal so eine Umfahrung gemacht, ne? Einmal hier links, das ist eine Spur. Oder weiter rechts. Ganz rechts sehen wir keine Pfützen. Ganz rechts. Langsam. Hier einmal quer rüber jetzt, ja? Dann machst du was mit. Also ist gerade eben mal wieder anstrengend, oder? Ja. So, wir sind aus dem Gröbsten raus. Wir haben unser Tagesziel erreicht. Wir sind 70% ungefähr von dem Weg schon gefahren. Auf die Asphaltstraße zurück. Morgen werden wir Asphalt unter den Rädern haben. Hier geht die Sonne schön unter.
Und Fabi und ich sind hier dabei, unser Sandblech mal richtig zu reinigen, indem wir hier so schön aus diesem Sandblech richtig krass die Erde rauspressen. Hier. So, nach unserem 5-tägigen Ausflug ins Nichts, ohne da anzukommen, wo wir eigentlich hin wollten, mit ganz viel Spaß und Abenteuer, sind wir jetzt endlich bei dieser Starttour. Es ist ein Kamel bei der Mautstation angekommen für die guten Asphaltstraßen, wofür wir auch wirklich immer wieder gerne Maut zahlen werden. Das lohnt sich wirklich für Auto und Nerven. Und so eine Mautstation kostet in der Regel mit so einem Auto, welches wir fahren, 80 Cent. Oh, wir freuen uns so. Okay, ja, auf der Asphaltstraße zurück. Falsche Richtung. Falsche Richtung, aber egal. Egal. Und dieses Abenteuer ist hier jetzt auch schon zu Ende und deswegen sagen wir ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Beim nächsten Mal werden wir, so viel kann ich schon verraten, etwas erleben, mit dem wir absolut nicht gerechnet haben. Und die Stimme aus der Zukunft sagt, es war einfach nur unbeschreiblich schön.